Ja, mein Name ist Dieter Pansegrau. Ich bin hier Bauer auf dem Wurzelhof. Wir haben hier 1986, wir sind jetzt in der 40. Saison. Wir haben 1986 hier mit 60, 70 Menschen 4 Hektar Land gekauft, um das Land ökologisch zu pflegen und diese knickreiche Landschaft aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln, um ökologischen Landbau hier zu etablieren. Und überall, das Essential für organischen Landbau, für ökologischen Landbau, der Boden steht im Mittelpunkt. Und es geht um Bodenpflege und es geht um Humusaufbau. Der Schlüssel an der Stelle ist, dass wir uns angeguckt haben, wie ist denn das natürliche Bodenpflanzenverhältnis? Sieht das denn aus, wenn da keine, also natürlicherweise. Und bei unseren Breitengraden haben wir es immer so, die Böden sind immer dauerdurchwurzelt, die Böden sind immer mit organischem Material bedeckt und kein Mensch arbeitet drin rum, nur das Bodenleben. Diese 3 Essentials, die kann man einfach festhalten. Okay, und dann, was wir hier im Anbau versuchen, ist einfach eine plumpe Adaption dieser natürlichen Verhältnisse in Bezug auf diesen Gemüseanbau. Und da haben wir die verschiedensten, in den letzten 40 Jahren die verschiedensten sozusagen Elemente entwickelt und die sind hinzugekommen. Der letzte ist Biomeile, können wir uns nachher nochmal angucken. Im letzten Moment, was dazugekommen ist, ist Biomeile. Aber ich sagte ja schon, wir haben angefangen mit dieser Humusbildungstheorie, mit Futterbau fürs Bodenleben. Dazu kommt dieses entwickelte Fruchtfolgemodell mit Futterbau, sowohl als Hauptfruchtfutterbau, sehen wir vorne, wenn wir rauskommen, die Kleegrasfläche, die zentrale Fläche ist hier in Betrieb, obwohl wir vom Gemüseverkauf und der Gemüseverteilung leben, ist die Kleegrasfläche das zentrale Anbauelement hier bei uns. Und dann haben wir dieses Mulchsystem. Und dann haben wir jetzt dann die Bodenbearbeitung, ganz zentral. Ich sagte ja, das ist ein zentraler Punkt. Da haben wir auch ein spezielles Gerät seit 3 Jahren im Einsatz. Wir pflügen seit 25 Jahren nicht mehr oder seit 30. Das ist mir die ersten 20 Jahre oder 15 Jahre in der Betriebswirklichkeit gar nicht aufgefallen, was ich mit dem Pflügen verhindere an Bodenentwicklung. Ich habe das für eine theoretische Diskussion gehalten, Pflügen, nicht Pflügen. Nein, erst mit diesen Entwicklungsschritten, die ich hier im Gewächshaus gesehen habe, in einer anderen Bodenbearbeitung, habe ich gesehen, was möglich ist. Und wir sind mittlerweile, aktuell sind wir bei knapp 15 Hektar im Betrieb und haben eine 16-jährige Fruchtfolge. Eine Doppel-Achter-Fruchtfolge, auch mit denselben Essentials, 50% Futterbau. Also Futterbau heißt bei uns grün, also Anbau, Anbau auf den Flächen für das Bodenleben. Wir verfüttern sozusagen unser Futter, was wir werben, nicht an die Kühe oder anders, sondern an unser Bodenleben. Wir sehen es hier mit dem Mulch. Das ist das, wie wir sozusagen den Anbau betreiben. Die Idee dahinter ist, dass wir, ich sagte das jetzt schon mit dem Stickstoff, also wir haben seit 1986 keinen externen Stickstoff eingesetzt hier im Betrieb, außer wenn wir Jungpflanzenerde zukaufen, weil wir das nicht bewältigen können. Da ist ein bisschen externer Stickstoff, also ist zugefügter Stickstoff drin, aber auch da haben wir vegane Komponenten, also pflanzliche Stickstoffkomponenten und keine tierischen konventionellen Schlachtabfälle drin. Das sind aber die einzigen und das ist mengenmäßig auch nicht viel. Aber ansonsten generiert sich das ganze Wachstum aus dem System. Und das heißt dann auch hier im Gemüsebau, dass wir diese Futterbaukomponente von Anfang an mit einbezogen haben in den ganzen Betriebsorganismus. Wir sind also praktisch ein Futterbau-Gemüsebaubetrieb. Von der Flächenbelegung sind wir landwirtschaftlich unterwegs, weil wir alles Mögliche anbauen und nur einen bestimmten Prozentzahl Gemüse anbauen. Und ökonomisch sind wir ein Gemüsebaubetrieb, weil wir da unsere Erlöse generieren. So, die solidarische Landwirtschaft ist relativ jung. Wir sind ja 86 angefangen und ich habe 1986 dann auch im September angefangen mit Direktvermarktung auf Wochenmärkten und das machen wir noch immer. Wir haben noch immer diese ganz klassische Direktvermarktung und seit 2015 gibt es die Solavi Schinkler-Höfe. Da gab es einen Kreis das war eine Gruppe von Frauen aus Kiel, Konsumentinnen, die suchten Bauern, die mit ihnen so eine solidarische Landwirtschaft gründen. Und die haben Veranstaltungen gemacht in Kiel und die haben Bauern eingeladen und die einzigen, die da waren Schinklerbauern. Und aus diesem Zusammentreffen, das war im Januar 2015, gab es die ersten Vorträge und ein Bauernfrühstück am nächsten Morgen und im 5. September 2015 haben wir die Solidarische Landwirtschaft Schinklerhöfe gegründet mit 39 Solavistas und 4 Betrieben. Also von Anfang an eine Kooperation Solavi und sind dann relativ schnell gewachsen auf gut 50, auf 80, auf 100, auf 150. Aktuell sind wir jetzt bei 200 Ernteteilern.